So, dann haben wir das Wasser auch weg. Die wird ja jetzt erstmal nicht so. Das ist ja schon riesig hier. Aber umso besser. Da hinten sehe ich schon ein paar Zombies hüpfen. Genau, und dann werde ich mir gleich als erstes hier erstmal eine Basis einrichten, die wir dann noch absichern nach außen, damit nichts von hinten kommt. Und jetzt leckt es hier wieder gerade. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Das ist halt von Zeit zu Zeit so. Da kann ich nichts dran ändern. So, hier gibt es ja schon ordentlich viel Kohle. Da machen wir uns gleich nochmal ein paar Fackeln, weil das ja einfach notwendig ist. Ne? Ohne die sehen wir nichts und sonst spawnen hier auch gleich wieder Monster, wenn wir es dann nicht ausleuchten. Und es ist ungewohnt für mich, mit Monstern zu spielen, weil ich das eigentlich relativ selten mache. Also muss ich mich jetzt richtig daran gewöhnen, hier nicht einfach drauf loszurennen, so wie ich das halt immer mache, wenn man ohne Monster spielt. Das ist halt der Vorteil daran. Aber hier werden wir dann gleich mal eine kleine Treppe reinzwiebeln, damit wir da auch wieder runterkommen. Kommt man hier jetzt... Ja, das war jetzt dumm. Egal, machen wir das mit Erde, so. Dann kommt man da auch hoch. Da ist eine Spinne. Und ein Zombie. Das ist das Gute an dieser Höhle, dass sie relativ übersichtlich ist. Bis jetzt. Also da geht es auf jeden Fall noch Kilometer tief nach unten. Da. Ist das der Ozean oder ist das irgendwas anderes? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, hier geht's nicht weiter. Ich werde hier mal das Wasser, ich denke mal, versuchen abzuschöpfen. Also einzubauen in ein kleines Auffangbecken. Und da geht es auf jeden Fall noch ordentlich runter. Da hinten wird es hell. Ich frage mich, was da ist. So, hier, was ist hier? Hier ist nichts. Dann packen wir hier mal eine Fackel hin. Und hier ist doch dann ein guter Punkt für so ein Auffangbecken. Denke ich mir mal. Aber hier können natürlich auch gleich wieder fiese Gestalten auftauchen. Das hier kann ich doch jetzt eigentlich wegräumen, ja. So, ich hoffe mal, hier kommt jetzt nichts von oben. Das wäre dann nämlich schon ein bisschen uncool. Ich denke mal, hier irgendwo sollten wir unsere kleine Basis aufstellen. Vielleicht hier irgendwo bei der Kohle, die wir uns jetzt nochmal schnell holen. Holz haben wir dabei, oder? Ja, nicht viel, aber immerhin etwas. Genau, ich hätte vielleicht nochmal eine Kiste mitnehmen sollen. Weil für die braucht man ja auch immer 8 Holz, beziehungsweise 16, wenn man sich 2 macht. Und 2 sollten wir uns dann schon machen. Ich baue jetzt einfach hier unsere kleine Bude in den Berg rein. Und Eisen haben wir noch gar keins gesehen. Das wird sich hoffentlich gleich ändern. Da. Ja. Wenn man davon spricht, ne? Dann werden wir uns jetzt direkt erstmal ein Eisenschwert machen. Ja, man merkt es vielleicht, ich bin noch ein bisschen heiser. Oder nicht ein bisschen, sondern werde gerade erst heiser, weil ich ja, etwas erkältet bin. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich werde versuchen, nicht hier in die Aufnahme zu husten oder irgendwie zu schniefen. So. Ein Bett. Zack. So, genau, vielleicht noch zu den Aufnahmen. Eigentlich habe ich das ursprünglich überlegt, dass ich die auf jeden Fall regelmäßig jeden Tag oder so rausbringen werde. Das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, jeden Tag das zu rendern, das hochzuladen, weil 2 Tage die Woche habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, also vom Internet her, das hochzuladen. Das macht das Internet nicht mit, was mir zur Verfügung steht, ne? So, da ist unser erster Zombie in dieser Höhle. Den kloppen wir jetzt mal ganz fröhlich weg. Ja, und mit so einem Steinschwert dauert das natürlich immer Ewigkeiten. Und wo ist die andere XP hin?
kommen doch eigentlich immer 3 raus. Wenn ich mich erinnere, genau. Also ich werde die Folgen so relativ unregelmäßig dann rausbringen. Ich denke nicht, dass es längere Pausen von über 3-4 Tagen geben wird, weil das wäre ja dann ein bisschen schon zu lang. Das wäre ja dann, würde das ja wenig Sinn machen, wenn das dann so selten rauskommen würde, aber so jeden zweiten, jeden dritten Tag wird, denke ich mal, mindestens eine rauskommen, wenn ich mal viel Zeit habe. Vielleicht auch mehr. Man weiß es nicht, ne? So, was ich extrem uncool finde, ist, bei diesem Texture kann man nicht durch die Türen gucken. Deswegen machen wir hier einfach mal so ein Guckloch rein. Haben wir Glas dabei? Nee. Das haben wir abgelegt. Ich schreie hier gerade ein bisschen gegen die Musik an, weil die bei mir so laut ist. Aber ich lasse sie einfach mal. Dann stellen wir da so einen hin. Ein bisschen Kohle und das Eisen. Ja, dann genau eine Kiste machen wir uns. Oder 2. Na gut, so wenig Holz haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja da noch 5 Stück. So, die werden wir hier hinstellen. Was tun wir denn da rein? Nichts. Wir haben ja noch nichts. Gut, 31 Holz. Kann ich gerade schlafen? Es ist nicht Nacht. Jetzt würde ich gerne mal unseren Spawnpunkt hierhin verlegen. Weil wir, wenn wir sie sterben, spawnen wir hier und können uns dann gegebenenfalls unsere Sachen gleich wiederholen. So. Genau. Ein Schwert wollte ich machen. Da. Zack, zack. Und das ist hier so eine Axt. Die Wikinger sind unterwegs. Gut, jetzt haben wir leider ein zu wenig, um uns noch eine Steinaxt zu machen. Dann, ja, das nehmen wir einfach mal mit. Ich hoffe, wir finden hier in der Umgebung dann relativ schnell halt mehr Eisen. So, dann machen wir uns jetzt nochmal hier ordentlich Fackeln. 64 Stück, genau, das ist doch gut. Die Kohle lassen wir einfach mal da drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt Nacht geworden ist. Ja, ist es. Dann schlafen wir mal kurz. Dann ist es nämlich auch wieder Tag draußen. Und dann brauchen wir nicht so groß Angst haben, dass hier eventuell etwas von oben kommt. Und was mir gar nicht so gut gefällt, ist, dass es ja ab und zu mal ein bisschen ruckelt und da ein Creeper ist. Und ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich das dann durch das Ruckeln nicht hinkriege, den zu killen. Und jetzt ist ja gerade unser XP runtergeflogen. Der Creeper hockt auch da oben und nickt fröhlich mit dem Kopf. Aber das ist uns jetzt mal egal. Naja, egal, weiß ich nicht, weil man sieht ja schon, die kommen schon von da hier rüber. Und dann, bevor wir da runtergehen, basteln wir hier einfach mal so eine kleine Sicherheitswand hin. Da kommen die, und da auf jeden Fall, kommen die da hoch? Ne, kommen sie nicht. Gut. Hier aber auch nicht, wenn wir den jetzt so. Hier machen wir dann mal das gleiche. Zack. Ne, hier so wieder hin. So. Den nehmen wir weg. Hier kommen sie noch hoch. Wahrscheinlich kommen sie immer noch irgendwo hoch, aber ist uns jetzt mal egal. Gut, dann werden wir jetzt mal hier runter schleichen, leise und vorsichtig. Oder auch nicht, aber also vor Zombies hab ich generell einfach nicht so einen Respekt, aber vor Creepern schon. Und vor Skeletten, weil die einfach gemein und hinterhältig sind. Und immer aus der Distanz schießen. Ja, 2 wollte ich nicht. So. Da höre ich doch gerade irgendwas laufen. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen von der Umgebung ausleuchten, bevor ich hier dann die Rohstoffe abbaue. Ein Enderman, wow. Und Zombies und Creeper. Jetzt sind es schon wieder 2. Die werden aber, glaube ich, nicht hier rüberkommen. Nee, die werden abgetrieben durch das Wasser. Das ist ganz... Nein, werden sie nicht. Und jetzt leckt es wieder. Nein, scheiße. Ich habe Angst vor dem kleinen Wichser. Das war eine knappe Sache und da ist er tot.
Der soll mich nicht weiter stören, der Herr. Nur vor Creepern habe ich Angst. Und ich fange... Also ich habe schon immer angefangen, Creeper zu hassen, aber... Zack. Und zack, 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 zack. Hüpfen wir eine Runde dabei. Um die Wette mit ihm. Level 7 mittlerweile. Das ist ja schon, ne? Ziemlich hoch. Und die XP holen wir uns auch noch. Jetzt hat er sich weggeportet und... Ich weiß nicht, ob er uns... Angreifen tut er uns eigentlich nicht. Denke ich mal. So, das Wasser machen wir auch mal weg. Da ist noch mehr Eisen, das ist herrlich. Oh, und da ist ein gemeiner Bogenschütze, der uns gerade voll eins auf die Eier gehauen hat. Ich habe Angst, dass da was von rechts kommt. Na komm her. Da ist er tot. So, plopp mal her. Hier gibt es neue Geräusche, ey. Das macht mich ganz wahnsinnig. Da oben ist Gold, habe ich gesehen. Aber ein bisschen weiter ausleuchten will ich hier erstmal. Was ist das denn? Hier die ganze Zeit irgend so ein Geräusch. Von ich nicht weiß, was das ist. Und wo es ist. Waren wir das gerade? Ne, wir waren es nicht, die auf Erde gelatscht sind, ne? Ja, da war es schon wieder. Ich habe wirklich Angst hier. Ich überhaupt nicht weiß, was es ist. Ich hoffe mal, Gold kann man doch eigentlich mit einer Steinspitzhacke abbauen. Oder nicht. Wir probieren es. Ich weiß es nicht. Falls es nicht klappt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich glaube nicht. Das dauert einfach zu lange und ich will es doch nicht riskieren. Weil ich würde das Gold gerne schon mitnehmen. Unser erstes Gold, das wir finden, sollten wir schon mitnehmen. Holen wir uns nochmal hier die Kohle. So, komm zu Papa. Das Eisen holen wir uns. Da ist sie kaputt. Das ist auch schön viel hier. So relativ viel, ne? Eine Kohle. So, das Wasser werde ich erstmal hier lassen, glaube ich. Und ich habe wirklich keinen Plan, was das für ein komisches Geräusch ist. Ob das jetzt das Wasser ist, was hier neue Sounds bekommen hat, oder was das auch immer ist. Dann holen wir uns hier mal kurz die Kohle aus der Wand. Da vorne wird es wieder ziemlich groß. So, schnell mal umgucken. Weil ich schon ziemlich einen Respekt vor solchen Höhlen habe. Es kommt immer näher, ey. Ich höre Schritte. Eine Spinne höre ich. Und ich weiß nicht wo. Da oben. Boah. Gut, dass da keiner durchgeplumpst ist, ey. Da oben höre ich sie nämlich alle. Dann werden wir jetzt erstmal wieder nach oben gehen. Ich habe mich gerade voll erschrocken, als ich da oben den Creeper lang hüpfen sah. Ich höre hier schon wieder Zombies. Es ist gruselig, Leute. Ich sag's euch. So, wir holen uns noch mal ein bisschen Kohle. Hier raus, zack. Zack. Vielleicht sollten wir gleich erstmal wieder zurückgehen und uns einen kleinen Kohlevorrat in unserer Basis anlegen, damit, falls wir sterben, wir nicht alles verlieren, was wir dann haben. Und dann sollten wir uns so schnell wie möglich eine Rüstung machen. Aber hier über ist auf jeden Fall was. Wie wir ja auch eben gesehen haben, dass hier über... Zack. Das ist noch nicht so dramatisch, weil wir jetzt, wenn ich da mal runterfalle, weil wir